Hallo Freunde! Die geschäftigen Straßen der Stadt waren gefüllt mit hastigen Schritten und dem ständigen Summen von Verkehr. Inmitten des Chaos saß eine kleine rote Katze ruhig auf einer Parkbank. Passanten schauten oft auf die Katze, und zu ihrer Überraschung glaubten sie, dass es so war, lächle sie an. Tag für Tag blieben die Leute stehen und lächelten die rote Katze an, spürten ein Gefühl der Wärme und Freude in ihren Herzen. Sie sahen das Funkeln in seinen Augen und die sanfte Krümmung seiner Lippen, die es für Zufriedenheit hielten. Sie würden mit der Katze sprechen, ihre Geschichten und Geheimnisse teilen und eine Verbindung spüren für diese scheinbar glückliche Kreatur. Aber eine Person, eine aufmerksame Fremde namens Sophie, sah über die Illusion hinaus. Als sie jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit am Park vorbeikam, bemerkte sie etwas Eigenartiges über den Ausdruck der roten Katze. Sie konnte ein leichtes Flackern von Schmerz in seinen Augen sehen, und eine subtile Falte auf seiner Stirn, das schien fehl am Platz. Fasziniert beschloss Sophie, weiter nachzuforschen. Sie setzte sich auf die Bank neben die rote Katze und beobachtete sie genau. Sie bemerkte, wie es immer so leicht zusammenzucken würde, wenn sich jemand näherte, als ob in Erwartung von mehr falschen Annahmen. Sie sah, wie seine Ohren zuckten, als laute Geräusche durch die Luft hallten und signalisierten Unbehagen statt Freude. Mit jedem Tag, der verging, wurde Sophie entschlossener, die Wahrheit hinter dem Verborgenen der Katze aufzudecken. Trauer. Sie brachte eine kleine Tüte mit Leckereien mit und setzte sich geduldig hin und wartete auf die perfekte Gelegenheit nähern. Schließlich, an einem ruhigen Abend, als sich der Park leerte, streckte sie vorsichtig ihre Hand aus und bot an ein Leckerbissen für die rote Katze. Zu ihrer Überraschung zögerte die Katze einen Moment, bevor sie das Leckerli vorsichtig annahm. Sophie bemerkte, dass die Bewegungen der Katze zart waren, als hätte sie schon einmal Schmerzen gehabt. Als die rote Katze an dem Leckerli knabberte, seine Augen mit Sophies verschlossen, Dankbarkeit vermitteln und eine unausgesprochene Bitte um Verständnis. Mit einer sanften Berührung streichelte Sophie das Fell der Katze und flüsterte leise: „Du hast nicht mehr zu verstecken. Ich sehe deinen Schmerz und ich möchte helfen." Die Augen der roten Katze füllten sich mit Tränen, als ob sie nicht glauben könnte, dass es endlich jemand bemerkt hatte sein Leiden. Mit der Zeit veränderte sich der Ausdruck der roten Katze. Seine wahren Gefühle schienen durch, eine Mischung aus Erleichterung, Dankbarkeit und einem neu entdeckten Glück. Hallo Freunde! Tom stieg nach einem langen Arbeitstag müde aus dem Auto aus. Als er die Autotür schloss, wurde seine Aufmerksamkeit durch ein schwaches Miauen auf sich gezogen. Von Neugier geweckt, verfolgte er das Geräusch bis zur Rückseite seines Autos, wo er das Kleine entdeckte, eine geschlagene Katze, die sich unter den Rädern wehrte und winden konnte. Sein Herz ist gefallen. Oh nein, atmete Tom aus und eilte der Katze zu Hilfe. Er setzte sich hin und versuchte, die verletzte Katze nicht zu verscheuchen. Das Miauen der Katze wurde lauter und verzweifelter, seine Augen waren an Toms Gesicht gefesselt. Es schien, als würde er um Hilfe bitten, und Tom konnte sein Leiden nicht ignorieren. Mit zitternden Händen versuchte Tom, das Auto vorsichtig anzuheben, um die Katze zu befreien. Aber als er sich angespannt hatte, erregte etwas seine Aufmerksamkeit. Er hat gefroren. Der Körper der Katze zuckte leicht, aber sein Blick riss nicht von Tom ab. Als hätte die Katze mit ihren Emotionen gespielt. Verwirrt und beunruhigt sah Tom es an. Zu seiner Überraschung erkannte er, dass die Katze nicht verletzt wurde. Sein Fell war leicht aufgeblasen, und seine Pfoten waren Spuren von Leben auf den Straßen, es gab aber keine sichtbaren Schäden durch den imaginären Unfall. Das Bewusstsein traf Tom wie ein Blitz. Diese intelligente Katze simulierte das Trauma, in der Hoffnung, Empathie und eine Chance zu wecken, ein besseres Leben. Trotz seiner Überraschung konnte er nicht anders, als sich über den Einfallsreichtum der Katze zu freuen. Er beherrschte die Kunst der Manipulation, um zu überleben. Eine Mischung aus Erleichterung und Spaß hat Tom umarmt. Er konnte nicht wütend auf den Trick der Katze werden,
Stattdessen fand er, dass er anfing zu lieben. Es ist ein freches Wesen. Es ist, als ob sich in diesem Moment des Wartens eine Verbindung zwischen den beiden gebildet hätte. Tom fühlte die Verantwortung, den Wunsch, der Katze ein liebevolles Zuhause zu bieten, ich habe ihn ausgewählt. Tom streckte sanft seine Hand aus und lud die intelligente Katze ein, ihm zu vertrauen. Und in dieser einfachen Geste wurde eine Verbindung geschmiedet. Die Katze näherte sich vorsichtig und schnüffelte an Toms Fingern, bevor sie sich an seiner Hand rieb. Er schien zu erkennen, dass sein Trick funktioniert hatte, und in seinen Augen blitzte ein Blitz der Dankbarkeit auf. Seit diesem Tag ist die Straßenkatze, die jetzt James heißt, Teil von Toms Leben geworden. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzusehen. Hallo Freunde! Jemand hat eine schöne rote Katze auf die Veranda eines Lebensmittelladens geworfen. Kleines Kätzchen, die Käufer und Ladenbesitzer wurden gefüttert, aber niemand hatte es eilig, sie nach Hause zu bringen. So sehr die Katze versuchte, sich in ihrer Kiste zu falten, es war offensichtlich, dass sie hat einen großen Bauch und nach ihm zu urteilen, wird sie gleich zur Welt kommen. Natürlich, nur wenige wollten sie allein zu sich nach Hause nehmen, ganz zu schweigen von einer ganzen Katzenfamilie. Während der Untersuchung durch den Arzt stellte sich heraus, dass die Katze bereits ziemlich groß war und die Kätzchen in ihrem Bauch war schon lange alles bereit, um geboren zu werden, aber es ist im Mutterleib eingefroren. Und wenn alle nur Mitleid mit der Katze hätten, würde sie diese Welt verlassen. Aber sie ist kaum, es wurde ein Jahr alt und sie war noch sehr klein. Die kleine Schönheit musste sich einer Notsterilisation unterziehen. Für einen wunderschönen flauschigen Schwanz wurde sie Paulina genannt. Die schöne Paulina ist eindeutig ein ehemaliger Haustier. Sie hat ein sehr weiches und seidiges Fell, aus dem der Geruch des Hauses noch nicht verwittert ist. Offensichtlich ist sie nicht so lange draußen geblieben, und anscheinend ist der Grund dafür, dass sie ob ihre Schwangerschaft und die bevorstehende Hinzufügung in der Familie dort waren. Im Tierheim verhielt sich Pauline sehr nervös. Sie war schockiert über eine große Anzahl von Katzen und wütend, dass sie in einer Quarantänezelle eingesperrt wurde. Sobald der Käfig geöffnet war, Pauline, sie sprang in die Arme des Mannes, umarmte ihn mit den Pfoten um den Hals und hielt ihn fest. Sie kuschelte sich mit ihrem rothaarigen, flauschigen Körper an. Sie war bereit, Frühstück, Mittag und Abendessen zu überspringen, sie war bereit, ihre Schüssel mit Essen aufzugeben, um nur eine Umarmung zu bekommen, ein wenig Ruhe im Kokon der menschlichen Hände, ein wenig Wärme und Gemütlichkeit. Sie sah Pauline an, wie sie litt, wie sie weinte und um eine Umarmung bat, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Sie brauchte liebevolle Gastgeber. Und sehr bald bemerkte Paulina ein freundliches Mädchen, und das Baby begann bei ihr zu leben.